Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Wir haben es Dezember 2019 und ich möchte das Wetter, was noch halbwegs in Ordnung ist, dafür nutzen, bereits die Vorbereitung zu treffen, um im nächsten Jahr auf diesem Teilstück meines Rasens meine bestehende Bewässerungsanlage zu erweitern. Gleichzeitig ist diese Idee aber auch aus der Not heraus geboren, denn wie sich herausgestellt hat, ist mein Potentialausgleich im Haus nicht mehr ausreichend. Das heißt, ich werde heute parallel zur Verlegung erster Wasserrohre auch einen Potentialausgleich hier auf dieser Fläche einbringen. Wie ich das Ganze mache, wie ich vorgehe, bleibt dran, bis gleich. Ja, ihr Lieben, was ist passiert? Ich habe einige neue elektrische Anlagen in Betrieb genommen, unter anderem eine Photovoltaikanlage auf dem Dach meines Carports. Und in diesem Zusammenhang hat sich herausgestellt, dass der bestehende Kreuzerder, den ich bisher für den Potentialausgleich des Hauses genutzt habe, nicht mehr ausreichend ist. In dem Zusammenhang habe ich natürlich beschlossen, den Potentialausgleich dann eben neu zu verlegen bzw. zu erweitern. Das Ganze soll dann hier über die Fläche passieren, das heißt über einen weiteren Staberder, also einen Kreuzerder in die Tiefe. Und darüber hinaus möchte ich auf der Fläche da unten, das kennt ihr von meinem anderen Projekt schon, wenn ich die Gabionen gesetzt habe, flächig über die Erde weiteren Draht bzw. Potentialstahl und dergleichen verlegen. Und wenn ich nun einmal den Übergang machen muss, denn das kommt von da drüben, man muss eben hier auf die Wiese kommen, habe ich schon mal den Gehweg aufgemacht, wie ihr sehen könnt. Und wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich natürlich gleich die Vorbereitungen treffen und die benötigten Wasserrohre, die ich sowieso nächstes Jahr hätte hier einführen müssen, gleich mit zu verlegen. Mein Plan für den heutigen Tag ist es also, hier auf diesem Randstreifen, dieser weiße Kies, der hier hintergeht, dort ein Leerrohr zu ziehen mit einem entsprechenden Erdungskabel, zusätzlich ein Wasserrohr, um irgendwann mal die andere Seite von meiner Einfahrt mit Wasser versorgen zu können und gleichzeitig auch hier schon die ersten Vorbereitungen zu treffen für das Wasserrohr, dass ich hier nicht doppelt und dreifach aufbuddeln muss. Und das Ganze soll natürlich hier durch den Gehweg durchgehen. Wie ihr sehen könnt, habe ich dann schon die letzten Tage genutzt. Wir haben annähernd um den Gefrierpunkt Temperaturen, also zwischen -2 und +3 Grad. Das heißt, ich kann noch recht gut buddeln in der Erde. Es verklumpt nicht gar so stark, wie das jetzt unten bei meiner Gabionenfläche gewesen ist. Und hier habe ich schon mal den alten Schotter rausgeholt. Da möchte ich die Rohre durchlegen, das Ganze wieder zumachen, damit es über den Winter hier nicht offen bleibt und irgendwo eine Risikostelle darstellt. Gleichfalls habe ich schon begonnen, hier aufzuschachten, hinter zu meinen Gabionen. Das heißt, hier werde ich einen Graben ziehen, werde hier auf der Fläche irgendwo einen Kreuzerder komplett in der Erde versenken, diesen an das Erdungskabel anschließen und von dort dann ein Edelstahlband bzw. Edelstahldraht, also 10er Querschnitt ist das, hier rumziehen, hinter meinen Gabionen lang, und auf dieser großen Fläche hier unten soll das Ganze dann einfach im kommenden Jahr in der Fläche ausgelegt werden, anschließend mit Erde beschüttet werden, und ich denke, dass dann mein Potenzial für das komplette Haus wieder ausreichend gegeben ist. Ich werde also nun den Graben hier weiter ausheben und anschließend schon mal die Rohre grob hinlegen, damit ich weiß, wie tief, wie weit ich noch gehen muss. Bleibt dran! Den Graben habe ich jetzt komplett ausgehoben, wie ihr sehen könnt, von der Borte hinten bis hierher an die Kante und dann hier etwas abgeschrägt runter zu den Gabionen, um dann hier einen schönen Übergang hinter den Gabionen entlang erstmal hinzubekommen. Im nächsten Schritt werde ich dann diesen Erdanker, also diesen Pfahl, der dann das Potenzial in die Erde oder diesen Ausgleich bringen soll, in die Tiefe schlagen. Der soll auch komplett versenkt werden, da soll nichts mehr oben rausgucken. Der Anschluss soll dann erfolgen über ein Kabel. Das habe ich jetzt hier schon mal ausgelegt. Durch die Temperaturen ist es jetzt relativ steif. Das ist jetzt wirklich nur ein einadriges Kabel für den Potentialausgleich. Erdkabel in dem Falle, was ich aber dennoch in ein Leerrohr einpacken werde. Sicher ist sicher. Dieses Kabel werde ich jetzt durchziehen. Unter den beiden Borten hier durch werde es dann anklemmen an diesen Pfahl. Und vom Pfahl aus werde ich nochmal einen Abgang machen und dann meinen Erdungsdraht, das ist dann
Dieser hier, ja, der ist sehr widerspenstig, möchte ich mal sagen. Ursprünglich hatte ich geplant, nur mit diesen zu arbeiten hier, aber ohne das nötige Biegewerkzeug und ähnliches ist das für mich jetzt hier nicht darstellbar. Deswegen bin ich dann auf das Erdkabel nochmal umgestiegen. Aber dieser soll dann eben auch auf die komplette Länge bis zur Borde ausgelegt werden. Bekommt dann hier eine Verbindung ebenfalls mit diesem Kreuzerder und dem Kabel, was natürlich dann vom Hausanschlusskasten kommt, und geht dann hier hinten weiter hinter die Gabione. Die werde ich dann erstmal hinter den Gabionen lang führen und am Ende von meinen Gabionen werde ich ihn dann nach außen aussteuern und dann im nächsten Jahr, wenn ich dann da unten beginne, ja, die Bewässerungsanlage anzulegen, den Rasen anzulegen, neu aufzubauen und ähnliches, werde ich dann das Ganze flächig mit auslegen und ausrollen. Das heißt, zunächst einmal kommt die Auslegegeschichte hier entlang, wie gesagt unter dieser Borde hindurch. Ich habe jetzt hier auf der anderen Seite schon mal ausgegraben, um jetzt besser heranzukommen. Das Ganze geht dann in der Länge nach bis zur Kante und dann nach links zu meinem bestehenden Hausanschluss, damit ich die eine Hälfte schon mal angeschlossen habe. Im zweiten Schritt werde ich dann zusätzlich noch ein 25er PE-Rohr ebenfalls hier unten durchziehen, parallel zu diesem Potentialkabel auch noch auslegen bis hinten. Wie gesagt, um irgendwann mal die Option zu haben, auf der anderen Seite meiner Einfahrt eine Wasserversorgung aufbauen zu können, weil da drüben habe ich keinen Wasseranschluss, das muss ich von der anderen Seite des Grundstücks bis darüber leiten. Und wenn ich hier sowieso einmal alles aufgebuddelt habe, bietet es sich einfach an, den Rest gleich mit reinzulegen. Ein zweites Leerrohr werde ich ebenfalls mit reinlegen, also ein Elektroleerrohr, das ich ebenfalls jetzt mit hier durch friemel und hinten erstmal tot enden lassen werde. Auch unter dem Aspekten, ich habe keine Ahnung, wann ich vielleicht irgendwann mal noch hier eine Stromversorgung, Steuerkabel, Netzwerkkabel oder was auch immer einbringen kann und möchte. Und wenn ich hier einmal offen habe, das Kabel tut mir nicht weh, das habe ich sowieso einmal da. Das lege ich dann einfach mit rein und das kann dann später einfach mit angeschlossen werden. So, das Leerrohr ist jetzt drin. Ebenso habe ich jetzt auch schon diesen Potentialdraht, Kabel, wie auch immer, eingebracht. Das Ganze war etwas schwierig, weil der wirklich sehr, sehr starr ist und den von der Rolle erstmal runter zu bekommen, das ist so ein Akt für sich. Gerade wenn man alleine ist, den Stück für Stück dann auch noch halbwegs gerade zu biegen. Ihr seht das hier hinten, hier sind noch die Wölbungen drin. Da ist noch richtig Spannung drauf auf dem Teil. Das werde ich dann bis hier unten knapp hinlegen. Über den Winter erstmal auf der Rolle lassen oder gegebenenfalls auch abschneiden und dann nach dieser Richtung hinten weiterführen und am Ende dann durch die Gabionen unten drunter durch auf die große Fläche. Und bis dorthin wird dieser Erdungsdraht ja auch hier hinter dann in der Erde liegen. Das fülle ich alles mit Erde wieder auf. Das heißt, auf der gesamten Länge hier oben kann der Ausgleich stattfinden, als auch dort unten und primär auch über diesen zusätzlichen Kreuzerder, den ich jetzt hier erstmal teilweise eingeschlagen habe. Das Kabel kommt von hier, habe ich dann hier angeklemmt über so ein Anschlussstück hier. Nochmal eine zusätzliche Mutter auf der Seite mit drauf. Die links, wenn ihr mögt, könnt ihr schauen, habe ich euch in die Beschreibung mit eingesetzt. Ein zweites Stück Kabel habe ich jetzt hier rüber gezogen. Auch hier einen Verbinder gesetzt. Auch da gibt es passende Teile, um dann eben diesen Erdungsdraht hier mitzunehmen. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden. Und wenn ich jetzt irgendwo Probleme gehabt hätte, hätte ich ihn dann doch aufgeschnitten. Da gibt es auch solche Muffen, wo man dann diesen hier verlängern kann. In diesen Graben kommt dann zusätzlich noch mein Wasserrohr, mein 25er PE. Da warte ich, da müsste heute noch die Post kommen und die Lieferung mir bringen. Das ist noch nicht da. Das heißt, ich kann die Zeit nutzen und einfach mal diesen Draht weiter begradigen und in diesen Graben sauber einbringen. Ja, ihr seht, ich habe es jetzt hier ein bisschen drunter geklemmt. Wenn ich jetzt den hier rausholen würde unter dieser Borde, dann schlippt der gleich wieder hoch. Habe jetzt aber auch keine passende Idee, wie ich den hier drunter festbekomme. Also da ist richtig Spannung drauf. Das werde ich dann beim Verschließen beachten müssen, wenn ich die Erde einbringe, dass ich das richtig verdichte, dass mit der Draht das Kabel hier nicht nach oben springt.
Aber da habe ich jetzt ein bisschen Zeit, das Ganze noch ein bisschen zu optimieren. Anschließend das zweite Leerrohr für die Elektrik. Ebenfalls hier hinten lang. Das ist so eine Aufgabe, die kann ich jetzt schon vornehmen. Das Kabel geht dann hier um die Hausecke herum, wird dann oben angeschlossen. Da ist ja schon der andere Kreuzerder, um den mitzunehmen. Und dann ist, denke ich, der Potentialausgleich wieder auf dem Level, wo er hingehört. Grundsätzlich hatte ich den ja gegeben, aber durch die viele Technik, die ich im Haus habe, habe ich die dringende Empfehlung bekommen, da einfach noch was zu tun, das Ganze weiter zu optimieren. Und naja, bevor irgendwo Schäden entstehen, mache ich es eben mit. Die Leerrohre, der Potentialableiter, die sind verstaut. Ich habe jetzt auch die Grasnarbe wieder aufgebracht. Das sieht jetzt noch alles sehr, sehr wüst aus. Einfach nur eingelegt, ein bisschen Erde noch unten drunter angehäufelt, die ich rausgeholt habe. Mit der Walze gehe ich jetzt nicht nochmal drüber. Wir haben Mitte Dezember, das heißt, da kommt Schnee, da kommt Frost. Das setzt sich dann sowieso noch ein wenig. Und wie ihr hier sehen könnt, das ist auch der Bereich, wo wieder alles untergraben ist mit Schlacke, mit Schotter und ähnlichem. Das werde ich dann im Frühjahr in Ruhe mit dem Rechen runterholen. Und dann wird ja dieser Teil des Rasens sowieso komplett neu aufgebaut. Das wird wieder ein eigenes Projekt, da nehme ich euch dann nächstes Jahr mit. Da muss ich heute erstmal keine große Arbeit investieren. Gleichwohl ein kurzer Blick, ich habe jetzt hier noch einen Abzweig abgenommen. Mein Plan ist jetzt wie folgt, dass ich hier hinten irgendwo bei meiner Gartenlaupe einen Elektroverteiler setze, deswegen das Leerrohr, das lasse ich jetzt erstmal offen liegen. Gleichzeitig kommt eben auch durch diesen Graben jetzt hier einmal die Zuleitung des Wassers. Die nehme ich jetzt hier über einen Winkel, gehe ich durch und setze das dann drüben an der Hauswand entlang, um dann wie gesagt die andere Seite von meiner Einfahrt mitnehmen zu können. Und ein zweites PE-Rohr werde ich auch noch hier reinlegen. Und dieses werde ich dann irgendwo in diesem Bereich erstmal aus der Erde rausschauen lassen, weil ich ja auch diesen Bereich mit einer Rasenbewässerungsanlage versehen will. Und die Rohre an sich möchte ich ja über getrennte Kreisläufe anschließen. Das heißt, das Wasserrohr, was die Einfahrt bedienen soll, beziehungsweise die Gartenseite auf der anderen Seite der Einfahrt, möchte ich ja separat absperren können. Und gleichzeitig soll ja auf dieser Rasenfläche die Sprengleranlage trotzdem laufen. Und damit ich hier nicht doppelt und dreifach alles aufschachte, kann ich die Rohre ja in dem Moment gleich mit einlegen. Und irgendwo da drüben, da muss ich dann mal schauen, wie ich es mache, wird dann der Verteilerkasten kommen, die Ventilbox gesetzt werden. Ihr seht, dort unten kommt ja auch das Wasserrohr und die Stromverteilung von meinen Gabionen hoch. Auch da unten ist ja der Wasseranschluss dann vorgesehen. Das muss irgendwo dann aufgehen im Konzept, das kriege ich schon hin. Aber jetzt vor dem Winter muss ich erstmal diese Baustelle hier schließen, um die Pflastersteine wieder raufzubekommen. Tja, da bin ich fast fertig. Lediglich die Wasserrohre fehlen mir. Noch ist der Paketdienst nicht da. Laut Zustellservice muss ich auch noch 2 Stunden warten. Das heißt, ich nutze jetzt die Zeit und verlege schon mal mein Erdkabel bzw. das Potentialkabel unter meinem Kies hier an der Hauswand entlang, in einem Leerrohr um die Ecke rum und schließe das an den anderen Kreuzerder an, um zumindest diese Erdungsfunktion, diese Potentialverbesserung, die mir empfohlen worden ist, für dieses Projekt abzuschließen. So, die Post war eben da und hat mir auch mein PE-Rohr gebracht. Und wie ihr sehen könnt, habe ich das bereits jetzt eingebracht. Das heißt, hier jetzt auf der Seite erstmal totgelegt. Auf der anderen Seite habe ich das Ganze jetzt erstmal über einen Winkel angeschlossen. Ja, das kann ich ja später dann in die Richtung drehen, wo ich das hin brauche. Das Ganze erstmal abgedichtet, dass über den Winter jetzt keine Tiere, kein Dreck oder irgendwas hineinkommen. Auch am Leerrohr, das habe ich ebenfalls abgeklebt und beschriftet, damit ich weiß, was wann wohin gehört. Und die weiteren Rohre werde ich an der Stelle heute nicht verlegen. Das wird wahrscheinlich dann wirklich erst im Frühjahr, Sommer passieren, weil ich gemerkt habe, dass das Rohr, was ja auf der Rolle kommt, dermaßen steif ist, dass es sich faktisch überhaupt nicht in der geraden Linie verlegen lässt. Und bei diesem PE-Rohr ist eben das Schöne, wenn ihr das von der Rolle auslegt, dann kringelt sich das ja im Regelfall von alleine wieder zusammen. Aber wenn das Ganze in der Sonne liegt, vielleicht eine halbe Stunde schön in der prallen Sonne, dann wird das von ganz alleine schön weich und flexibel, dass ihr das problemlos ja, entkringeln könnt oder in die Länge ziehen könnt. Ich für meinen Teil habe zumindest das, was ich vorhatte, jetzt geschafft. Das heißt, hier lasse ich offen. Hier wird ja später noch
weitere Sachen angeklemmt werden. Und den Gehweg, den kann ich jetzt wieder zumachen. Das heißt, zunächst werde ich jetzt hier mit Verlegekies und Sand die Rohre einbetten. Anschließend wird der Schotter und ähnliches erstmal wieder verteilt, etwas verdichtet und anschließend dann abgezogen und ja, die Pflastersteine erneut verlegt. Das werde ich aber erst morgen machen, da ist heute schon zu spät für. Den Unterboden habe ich jetzt abgerüttelt, habe das Ganze aufgefüllt, habe jetzt auch noch entsprechend Platz gelassen, dass ich meine Pflastersteine wieder einbringen kann. Die Steine selber haben eine Höhe von 8 cm und wenn ihr jetzt hier einfach mal schaut, ich habe jetzt im Schnitt zwischen 9 und 10 cm noch Luft zur Bordenkante. Und ich werde jetzt eins machen, ich werde jetzt den Split einbringen, den Verlegekies und die Pflastersteine wieder einsetzen. Und hierzu habe ich mir vor Jahren schon mal eine ganz simple Hilfe gebaut. Im Endeffekt habe ich jetzt hier ein Brett, was in der Gesamtlänge wunderbar genau in meine Gehwegbreite reinpasst. Und die Unterkante setze ich variabel ein. Im Moment habe ich jetzt hier die Unterkante sogar auf 6 cm, auch wenn eine 7 hier steht, aber auf 6 cm. Und dann mache ich eins, ich lege das Ganze hierher, dann wird hier vorne in dem Bereich der Verlegekies aufgebracht und dann kann ich hier einfach links und rechts ziehen und habe dann eine gleichmäßige Verlegefläche, wo die Pflastersteine einfach nur draufgebracht werden. Ich habe das jetzt mal vorbereitet, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Einfach das Brett jetzt hier hinten an die bestehende Pflastersteinreihe angebracht, angelehnt von hinten. Vorne einfach jetzt etwas von dem Verlegekies großzügig drauf. Und dann mache ich eins. Links und rechts. Sauber. Durchziehen das Ganze. Und dann habt ihr ein schönes gerades Bild und dann können die neuen Steine einfach nur eingesetzt werden, einfach nur draufgelegt werden. Und wenn ich dann mit der Rüttelplatte rübergehe, dann drückt die Steine um diese 2 cm, die ich hier noch habe, also die ich Luft gelassen habe. 6 cm ist jetzt der Abstand zur Kante. Die Steine haben 8 cm, also die würden jetzt 2 cm überstehen. Das bringt dann die Rüttelplatte im Ganzen, dass die dann die Steine noch mit reindrückt. Was bei der Methode eben zu beachten ist, an den Kanten kann es sein, dass da sich kleine Häufchen aufbauen. Da muss man dann ein bisschen mit der Hand nachhelfen. Vereinzelt tauchen dann auch noch mal ein paar große Steine auf, vom Frostschutz. Die schließe ich dann so. Richtig spannend wird es dann, wenn ihr größere Flächen habt. Zum Beispiel jetzt hier, da ist ja eine Ecke dran. Da mache ich dann eins, ich habe große Abziehleeren oder die ganz großen, diese 2 Meter, 3 Meter Wasserwagen. Die lege ich auf, blende dann dieses Holz davor, das Ganze dann links und rechts mit einer Schraubzwinge befestigt, dass dann einfach die Gesamtbreite wieder stimmt und dann wird das um die Ecke herum abgezogen und so habt ihr eine schöne gerade Fläche, die von Borde zu Borde einheitlich ist. Ich werde das Ganze jetzt durchziehen und Stück für Stück meine Pflastersteine, die ich ja rausgeholt habe ich hier aufgebaut, Stück für Stück wieder einsetzen nach dem bewährten Muster, das ich für meine Gehwege hier verwende. Das wird eine Weile dauern. Das Ergebnis zeige ich euch gleich. Und den ersten Meter habe ich jetzt bereits verlegt. Ihr seht, dass da doch ein gewaltiger Höhenunterschied herrscht. Der eine oder andere wird auch sagen, Mensch, warum hast du die Borden nicht gleich mit angepasst? Ihr seht es hier, da sind große Lücken aufgetreten. Das ist einfach daran geschuldet, dass dieser gesamte Bereich jetzt hier im Rahmen einer Trockenlegung auf gute 5 Meter abgeschachtet worden ist. Da ist hier ein neuer Kanal gesetzt worden. Und trotz Verdichtung ist das über die Jahre hinweg weiter abgesackt. Dahingehend ja auch diese Kuhle, die ich hier gleichzeitig mit ausbessern wollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Lust und Laune, jetzt die Borden alle auch noch mal rauszureißen, die habe ich jetzt einfach nicht gehabt. Das ganze Projekt mit der Neuverlegung von Pflasterstein resultiert ja auch daraus, dass ich eben diese Rohre hier verlegen wollte. Das heißt, die Borden, die lasse ich so, wie sie sind. Lege die Steine etwas höher als die Borden. Also das werdet ihr dann am Ende sehen, dass ich nicht ganz bündig kommen werde
mit der Rundkante, sondern mit der Oberkante bündig gehen werde. Und jetzt mache ich eins. Ich habe jetzt hier, weil ich um die Ecke herum muss und mit meiner Reihenabziehrichte hier nicht mehr weiterkommt, einfach eine große Wasserwaage hinten mit Schraubzwingen einfach dran gemacht. Also die liegen beide jetzt auf einer Ebene hier auf. Das Ganze auf der anderen Seite, und jetzt kann ich eins machen, hier auf dieser Seite bleibt das Ganze liegen und ich ziehe hier drüben das Ganze jetzt einfach herum. Mache jetzt hier die Fläche an sich plan mit meinem Verlegekies hier und kann dann die restlichen Pflastersteine auflegen. Ich habe die Steine nun alle wieder reingelegt, das Muster etwas abgewandelt. Also der Versatz ist jetzt hier an dieser Stelle nicht ganz so perfekt, aber für die Zwecke für den Nebeneingang hier hinten bzw. in das Büro sollte das soweit ausreichend sein. Habe auch hier ein paar Reste noch reinfriemeln können. Ja, jetzt kommt die Rüttelplatte zum Einsatz und dann wird das Ganze hier richtig fest eingerüttelt, damit dann auch diese Kanten hier, das sind diese 2 cm Versatz, die ich hier habe, wieder verschwinden. Die Steine sind eingerüttelt. Das Ganze ist jetzt nicht perfekt. Dafür ist die Rüttelplatte einfach dann auch zu leicht oder zu klein. Ja, das ist jetzt ein 130er, also 13 cm. Aber ich denke, diese Übergänge jetzt hier, damit kann ich leben. Das sind 2-3 mm. Das verläuft sich auch noch im Laufe der Zeit. Und was jetzt auffällig ist, an einigen Stellen scheint es so, als ob ich hier Huckel drunter hätte. Zum Beispiel jetzt hier oder auch nach hinten hin sieht man, dass dann die Steine doch höher sind als die Borden. Aber wie gesagt, das ist dann bewusst von mir so gewählt, weil die beiden Borden, die jetzt hier noch kommen in der Länge nach, sich doch kräftig gesenkt haben auf diesem Gebiet. Und ich möchte aber, wenn jetzt hier der Rasenroboter fährt oder ich mit dem großen Rasenmäher zum Beispiel die Fläche hier abfahre, irgendwo eine saubere Kante haben. Und da habe ich jetzt dahingehend die Pflastersteine dann gerade verlegt. Ja, abschließend noch der Fugenspit. Den werde ich jetzt hier aufbringen, einkehren. Der bleibt dann einfach liegen. Mit dem Regen und dergleichen spült er sich automatisch rein, ab und zu mit dem Besen mal rüber. Dann ist der Gehweg wieder so wie vorher. Das heißt ein bisschen besser. Da ich ja diese Senke, die sich hier in der Mitte ergeben hat, ausgebessert habe und gleichzeitig mein Hauptanliegen, die Durchführung dieser insgesamt 3 Leerrohre, des Wasserrohrs und dergleichen, alles abschließen konnte. Wenn ihr Ideen habt, Kritiken, Verbesserungsvorschläge oder einfach mal ein paar Sätze loswerden wollt, nutzt die Kommentare gerne. Sobald wie möglich bekommt ihr auch eine Antwort von mir. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze weitergeht, insbesondere dann hier auf meiner Rasenfläche mit der Verlängerung oder der Erweiterung der Rasenbewässerung, der Steuerung dazu und dergleichen, abonniert meinen Kanal, setzt die Bimmel, dann bekommt ihr die Info, dass da ein neues Video online ist. Ansonsten bleibt mir für heute erstmal nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.